Das wurde in klinischen Tests auch bewiesen und die NASA hat das schon durch Zufall in den 60er Jahren entdeckt. Hallo und willkommen bei SoHalt. Suchst du nach einer Möglichkeit, deine Falten zu reduzieren und auch präventiv dagegen vorzugehen und das, während du dich zurücklehnst und entspannst, dann bist du hier genau richtig, denn ich zeige dir heute ein Beauty-Tech-Gadget, mit dem das funktioniert. Ich habe es selber mehrmals angewendet und ausprobiert und ich bin super überzeugt. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch von Studien gelesen und von Models, die das wirklich schon seit längerem verwenden und darauf schwören. Und das Gerät, von dem ich spreche, ist diese LED-Gesichtsmaske. Ich werde dir jetzt in dem Video erstmal etwas über diese LED-Maske erzählen, dann was für eine Wirkung sie hat und anschließend zeige ich dir die komplette Anwendung als Tutorial-Anleitung. Also bleib dran, viel Spaß! Mein Name ist Sophie und ich beschäftige mich sehr viel mit Beauty-Tech-Gadgets, mit Neuheiten auf dem Beauty-Markt, also Geräte für die ästhetische Gesichtsbehandlung oder Körperbehandlung, die einfach die Schönheit von innen herausholen und einfach den Alterungsprozess so ein bisschen stoppen, aufhalten oder entgegenwirken. Und wenn dich solche Themen interessieren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du gleich Abonnent meines Kanals wirst. Verpasst du kein weiteres Video zu diesen Themen. Die LED-Gesichtsmaske gibt es bei Current Body im Online-Shop und das ist eine Webseite, bei der du international bestellen kannst, also ganz egal welches Land, die liefern wirklich in alle Länder und die haben auch Adapter mit dabei, viele verschiedene für die verschiedenen Steckdosen, Bedürfnisse in den verschiedenen Ländern. Sie versprechen wirklich nur wissenschaftlich und technologisch abgesicherte Geräte zu verkaufen und haben allerlei Hightech-Geräte. Also es ist genau mein Shop und ich denke, es wird sich lohnen für dich, da auch mal reinzuschauen. Das hier ist eine LED-Maske. Sie hat hinten ganz viele LEDs dran und die setzt man sich dann so in der Art auf dem Gesicht auf. Und sie verwendet die LED-Phototherapie, die es auch schon seit längerem in Therapiezentren oder bei Kosmetikerinnen und bei Gesichtsbehandlungen gibt. Und jetzt gibt es sowas eben auch für den Heimgebrauch und zwar komplett sicher und da braucht man keine Angst haben. Die LEDs, die hinten drauf sind, die sind nochmal mit Silikon überzogen, also man braucht keine Angst haben, dass man hier einen Stromschlag bekommt, dass die Lampe oder das Kabel direkt auf die Gesichtshaut kommt. Das ist so nicht, das ist komplett sicher. Und sie verwendet 2 Wellenlängen, und zwar rotes Licht im Bereich von 633 Nanometer und infrarotes Licht aus dem Naninfrarot bei 830 Nanometer. Und diese Kombination ist hier besonders gut für die Haut. Warum, das erzähle ich gleich. Und ganz wichtig ist mir noch hier zu sagen, diese Maske verwendet, also hier kommt kein UV-Licht raus. Also du brauchst keine Angst haben, dass hier schädliche Wellenlängen wirklich auf deine Haut gelangen. Alles an Wellenlänge, was hier auf deine Haut kommt, ist super gut für sie und wird ihr auf gar keinen Fall schaden. Das ist ein flexibles, weiches Silikon, das kannst du hier gut sehen. Sie ist schön biegsam und das ist auch ihr ganz, ganz großer Vorteil im Vergleich zu harten Masken, die es also gerade bei den günstigeren Herstellern zuhauf zu kaufen gibt. Diese Maske, also wenn die auf dem Gesicht aufliegt, kommt wirklich überall hin. Die LEDs sind viel näher am Gesicht und können so viel, viel effizienter wirken, als wenn die Maske wirklich starr ist und total absteht. Und hier wird die Omnilux-Technologie verwendet, die auch von Ärzten verwendet werden in medizinischen Geräten. Und das ist so der Goldstandard bei ästhetischen Geräten. Also bei dem hier brauchst du dir absolut überhaupt keine Sorgen machen. Der Preisunterschied auf dem Markt ist sehr, sehr groß, also da gibt es ganz große Spannen, ich habe das auch gesehen und da denke ich, da müssen irgendwo Abstriche gemacht werden, sei es von dem Material, also hier haben wir ein ganz hochwertiges, schönes, weiches Silikon und bei anderen ist es halt härter oder Hartplastik sogar als Plastikschale, das taugt halt dann nicht viel. Und natürlich immer, wenn man mit Strom auf dem Gesicht arbeitet, oder mit Geräten, die einen Akku integriert haben, dann sollte man immer ganz wichtig auf das CE-Zeichen achten, das hier vorhanden ist und natürlich auch auf die Technologie, die hier eingesetzt wird, denn man möchte nicht, dass dabei was schief geht. Und hier haben wir den Goldstandard, also sozusagen den Ferrari unter den LED-Gesichtsmasken. Sie hat hier noch 2 so Silikon-Pads, die nach hinten rausstehen, die das Auge einfach schützen, dass es nicht so hell wird, denn es ist wirklich sehr intensives Licht, was hier rauskommt.
Und ich würde auch empfehlen, das nicht in einem dunklen Raum zu machen, sondern immer noch Licht außenrum anzuhaben, dass es nicht so grell wird. Denn selbst mit diesen Augenschutzklappen ist es doch schon sehr grell. Am Tag nicht, aber in der Nacht, wenn es wirklich um einen rum dunkel ist, dann ist es zu grell. Dann gibt es hier hinten noch die schöne Haarbandschlaufe mit Klettband. Das heißt, sie ist individuell verstellbar. Und da würde ich dir raten, wenn du das dann anwendest, binde dieses Klett nach außen, also dass es nach außen aufgeht. Das musst du hier selber einfädeln, denn sonst landen gleich deine Haare da drin und das ist sehr schmerzhaft. Dann ist hier mit einem Kabel der Akku verbunden, das ist dieses Teil, und hier mit einem USB-Stecker da dran. Der Akku hält für bei voller Ladung, es dauert 6 Stunden, für ca. 20 Anwendungen, was ich schon sehr toll finde. Also wenn du sie so häufig verwendest, wie du nur kannst, dann hält der Akku einen Monat und das ist doch schon toll. Zum Laden muss man das Ganze abziehen und steckt nur das hier dann an dem Netzstecker an. Und der sieht dann so aus. Hier gibt es, wie ich schon gesagt habe, verschiedene Aufsätze für die verschiedenen Steckdosen überall auf der Welt. Also nur, dass ich jetzt noch mal hier eins zeige, aber da gibt es ganz verschiedene und die kann man dann so einfach auswechseln, indem man das hier einmal runterdrückt und rauszieht. So. Während dem Ladebetrieb kann man die LED-Maske aus Sicherheitsgründen nicht verwenden. Das ist auch richtig so. Und wie wirkt sie denn jetzt auf die Haut? Was bewirkt sie wirklich? Also das rote und das infrarote Licht erwärmen die Haut von außen und aber auch von innen. Also das infrarote Licht gelangt bis zur Dermis und erwärmt die Zellen von innen. Und diese innere Zellerwärmung führt dazu, dass wir Falten reduzieren können. Das ist wirklich sehr toll. Das wurde in klinischen Tests auch bewiesen und die NASA hat das schon durch Zufall in den 60er Jahren entdeckt und hat schon herausgefunden, dass wirklich solche Wellenlängen positive Auswirkungen auf unsere Haut haben. Aktuelle Studien gibt es auch unzählige, unter anderem von der Dermatologischen Klinik in Oregon. Wenn wir älter werden, dann verliert unsere Dermis, also die Hautschicht, wo Kollagen und Elastin eingebettet sind, die verliert 20 bis sogar 80% ihrer Dicke. Und das ist wirklich viel. Dadurch sieht die Haut schlaff aus, fahl aus und faltig. Und bei alten Menschen sieht man das so oft, dass die Haut ja hier auch runterhängt, also weil sie eben so dünn wird. Und da können wir aber dagegen anwirken. Wir können die Dermis stärken, wir können Elastin und Kollagen produzieren lassen. Und das kann die Maske. Hyaluron können wir nicht produzieren lassen, können wir aber einbringen durch die Pflege dann am Ende. Also das sind so die 3 Wundermittel für faltenfreie Haut. Und die Wärmestimulierung, die wir hier durch rotes und infrarotes Licht kriegen, regt die Kollagen- und Elastinproduktion eben an und das strafft unsere Haut. Und das ist nachgewiesen. Das kann man natürlich nicht sofort sehen, aber ich habe jetzt gerade vor diesem Video die Maske angewendet und ich finde doch, man sieht so ein bisschen Soforteffekt, also man sieht sofort frischer aus und die Faltenreduktion sieht man dann nach circa 4 Wochen. Außerdem wird durch die Wärme die Durchblutung auch angeregt, deswegen sieht die Haut sofort rosiger aus und nicht mehr so fahl. Und durch die Photobiomodulation, wie es heißt, wird Sauerstoff in die Haut eingebracht und auch das hilft dir dabei, sich zu regenerieren und gesund zu sein. Insgesamt wird die Dermis dadurch aufgepolstert und man sieht wieder jünger aus. Jetzt kommen wir zur Anwendung und dafür gebe ich dir erstmal ein paar Hinweise, Sicherheitshinweise und dann ein Tutorial. Also zuallererst ist wichtig, so steht es in der Anleitung, dass du mal am Unterarm testest, also dann kann man sie einfach hier so drumherum legen und einmal einschalten, dass du testest, ob du sie auch verträgst, denn es kann immer mal sein, dass man irgendwas nicht verträgt. Also ich hatte überhaupt keine Reaktionen, es fühlt sich einfach nur schön warm an auf der Haut. Du darfst sie nicht anwenden, also laut der Anleitung, wenn du schwanger bist, wenn du Augenkrankheiten hast oder Medikamente einnimmst, sowas wie Antibiotika oder so. In solchen Fällen, wenn du irgendwelche Medikamente nimmst, frag einfach deinen Arzt, ob es Wechselwirkungen gibt und dann bist du auf der sicheren Seite. Wichtig vor der Anwendung ist, das Gesicht komplett abzureinigen. Also setze die Maske niemals auf Make-up oder auch nicht, wenn du irgendeine Gesichtscreme drauf hast. Also sie muss wirklich komplett schön gereinigt sein
Und da zeige ich dir mal, wie ich das mache. Am besten mit lauwarmem Wasser und mit einem Reinigungsschaum oder Reinigungsgel. Und ich verwende zurzeit am allerliebsten das Bubble Double von Yepoda. So ein tolles Reinigungsmousse, das mit Salicylsäure die Haut reinigt und aber gleichzeitig auch Anti-Aging wirkt. Ich nehme ja auch wirklich immer am liebsten Reinigungsmousse, die einen Pumpspender dran haben, weil man dann sofort die richtige Menge an Mittel hat. Das finde ich sehr angenehm, weil dann hat man nie zu viel oder zu wenig. Und dann benutze ich meine Foreo Reinigungsbürste. Die gibt es übrigens auch im Online-Shop von Current Body, weil die sind ja spezialisiert auf Beauty-Tech-Produkte, wie ich es jetzt nenne, also wirklich Hightech-Produkte für die Gesichts- und Körperpflege. Dazu habe ich auch schon mal ein Tutorial gemacht, ganz ausführlich, deswegen werde ich dazu jetzt nicht mehr weiter was erzählen. Falls es dich interessiert, findest du das Video hier. So erziele ich wirklich meine porentiefe, allerbeste Reinigung. Dann wird das Gesicht komplett abgetrocknet und es wird keine Pflege aufgetragen, das ist ganz wichtig, sondern das Gesicht trocken und rein unter die Maske gepackt. Dazu ziehe ich mir die Maske einfach einmal komplett über den Kopf und stelle dann hinten noch den Gurt ein, also das Klettband. Und dann lehne ich mich zurück und entspanne mich während dieser Behandlung. Durch einmaliges Drücken hier auf den Knopf geht sie an. Sie bleibt dann automatisch 10 Minuten an und geht von alleine aus. Also das ist sehr schön, weil man muss sich keinen Wecker stellen oder nicht ausschalten oder so, sondern weiß einfach, okay, wenn das Licht ausgeht, dann wacht man wieder so langsam auf und kommt zu sich. Man kann sie aber durch nochmaliges Drücken einfach auch wieder ausschalten. Um das allerbeste Ergebnis zu erzielen, musst du das Ganze 4 Wochen anwenden und man darf sie so 3 bis 5 Mal die Woche wirklich einsetzen. Das ist völlig unschädlich. Wenn du merken solltest, dass du Hautausschlag kriegst oder irgendwelche sehr komischen roten Flecken, dann stopp lieber mal. Also bei mir ist es so, wirklich, ich mache die relativ eng, dass sie hinten schön eng am Kopf sitzt und mir nicht runterrutscht, weil ich so einen kleinen Kopf habe. Und dann habe ich halt hier von diesen Augenpads so ein paar Druckstellen. Das hast du dann jetzt auch vielleicht gesehen. Aber das geht ja gleich wieder weg, das ist nichts Schlimmes. Und die Lösung hierfür wäre einfach, sie nicht so eng zu binden. Und nach der Behandlung trage ich mir dann ein schönes Serum auf, was meine Haut gerade so im Moment braucht. Also man kann auch Booster mischen, dazu habe ich auch schon ganz viele Videos gemacht mit meiner Wirkstoffkosmetik. Und meistens ist bei mir immer ein Anteil Hyaluron mit dabei oder ansonsten, was die Haut halt sonst gerade braucht. Auch bei Akne und Entzündungen im Gesicht kann das wirklich helfen, habe ich zumindest gehört. Das konnte ich jetzt noch nicht beurteilen, aber da habe ich wirklich tolle Erfahrungsberichte auch schon im Internet gefunden dazu. Mich interessiert jetzt natürlich auch sehr deine Erfahrung mit der LED-Maske, mit dieser oder mit irgendeiner oder überhaupt deine Meinung dazu. Schreib das gerne in die Kommentare und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, die ich vergessen habe hier zu erwähnen oder wenn irgendwas offen geblieben ist, dann scheu dich nicht, schreib einen Kommentar und ich beantworte alle diese Fragen so gut ich kann. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist, das freut mich sehr. Und wenn du noch mehr solche Videos sehen willst zur Faltenvorbeugung, zur Faltenreduktion oder insgesamt zur Kosmetik über 30, dann abonniere gerne meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Und lass dem Video einen Daumen nach oben da, wenn du mehr solche Videos sehen willst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.